Da kommen wir zum nächsten Punkt. Hier habe ich dieses Setup. Das war's. Ich kann aber noch hingehen und kann mir zwei 625er Akkus reinpacken. Hallo Leute, ich bin der Lucien. Das ist der Tobias. Hi. Wir sind in Kaiserslautern im Fahrradgeschäft Konrad. Und heute haben wir zwei absolute Komfortbomber. Und zwar Trekking City Tiefeinsteiger, die voll gefedert sind. Und die große Besonderheit hat der Lucien ja quasi schon angesprochen. Es sind halt Trekkingräder und trotzdem Fullies. Wer braucht sowas? Ja, also das sind die Leute, die erstens mal keine Kompromisse machen wollen. Das heißt, die wollen den absoluten maximalen Komfort haben. In der Stadt, im Wald und darüber hinaus. Das heißt, die haben den Komfort durch das leichte Einsteigen. Ne? Ich komme da einfach so easy rein, muss dann nicht hier die Hüfte aufmachen und drüber schwingen. Habe sogar noch zusätzlich eine absenkbare Sattelstütze. Das haben übrigens beide. Und dann kommt der Clou noch, ich fahre über alles drüber und es ist komplett wie auf Wolken fahren, wie auf der Couch sitzen. Es federt alles weg. Und das schaffen wirklich nur die wenigsten Modelle. Riese Müller hat damals schon mal einen Benchmark gesetzt und mit dem Hommage mal was gezeigt, was geht, was so Ingenieurskunst so packt. Und da haben halt viele Hersteller so ein bisschen nachgezogen. Und jetzt haben wir so eine Situation, wo wir ein bisschen die Auswahl haben. Das Riese Müller Hommage GT Vario haben wir jetzt hier in der Version stehen. Sieht ein bisschen schon abgefahren aus, ne? Sehr futuristisch. Und was haben wir hier für eins? Ja, also hier haben wir quasi so das Pendant von Falter. Das E95 FS 9.6, stimmt, wir haben ja 625 Wattstunden Akku, deshalb wohl die 6.9 quasi Topmodell von Falter sozusagen, und FS ist klar, Full Suspension. Ja. Vom Design her sind wir da ehrlicherweise ziemlich klassisch beim Trekkingrad, muss ja auch nicht schlecht sein, weil wenn wir dann, Stichwort keine Kompromisse, uns das Riese Müller angucken, das sieht halt echt futuristisch abgefahren aus. Und hier sind wir doch relativ klassisch im Look unterwegs. Also klar, man sieht schon, hier ist irgendwie eine Schwinge dran, ist ein bisschen eigenwilliger als so ein klassischer Tiefeinstieg, aber ist doch noch relativ, ja, der gängige Look sozusagen vom Trekkingrad. Quasi ist es hier ein Rad, wo es sehr normal, gewöhnlich aussieht. Ein Tiefeinstieg, wo man erst auf den zweiten Blick sieht, dass es ein voll gefedertes ist. Hier sieht man direkt, hier ist irgendwas ungewöhnlich. Ist das jetzt ein Elektromoped oder ist es noch ein Fahrrad oder ein E-Bike oder ein Pedelec? Man sieht zwar natürlich hier auch nicht direkt, dass es hier bei dem Hommage um Fully handelt. Ne? Nur Kenner wissen dann, ah ja, guck mal, das hier drunter ist noch was versteckt. Ne? Man kann es so ein bisschen vielleicht vergleichen wie so mit so einem neuen Scott Spark, nur als Trekking-Bike halt. Ne? Und das können beide halt, diesen Fahrkomfort. Ne? Gehen wir mal die Komponenten, glaube ich, Stück für Stück durch. Dann haben wir mal so ein Bild davon, was so die signifikanten Unterschiede sind. Außer natürlich dem üblichen, typischen Riese Müller Preisunterschied, wo wir hier bei knapp 7.000 sind. Und bei der Kettenschaltung wären wir bei 6,5 so rum ungefähr. Wo wir hier natürlich mit knapp 5, ne, 4.999. Schon cool dabei sind. Ne? Ja. Also vielleicht mal so grundsätzlich, was macht das E-Bike aus, ist natürlich Motor und Batterie. Bei mir haben wir den Bosch Performance CX verbaut, haben 625 Wattstunden Akku, den wir auch leicht nach oben entnehmen können, und haben das Intuvia Display, das neue verbaut, das Intuvia 100. Viele wissen es vielleicht schon, bei der neuen Bosch Systemgeneration steckt die Intelligenz hauptsächlich in der Remote. Bei den Displays sind wir deshalb relativ frei, können da auch mal switchen, wenn das nicht gefällt. Aber hier die ganz klassische Intuvia-Variante, die haben wir bei dir auch noch, ne? Gut, dann gehen wir ja direkt in dieses Battle rein, dass du dann quasi den Punkt vorne hast, weil du schon das Best 3 hast, das Bosch E-Bike System. Ich bin noch klassisch unterwegs hier mit Intuvia, nicht Intuvia 100, sondern den ganz normalen, aufgeräumt, aber noch ein bisschen kastig. Ne? Aber viele mögen ja das klassische Design und man hat ja auch keine großartigen Vorteile zu dem neuen.
Außer, dass ich jetzt hier nicht schnell mal ein neues Display dran switchen kann. Ich kann es zwar trotzdem noch schnell entnehmen, ne, das Übliche, aber ich kann jetzt nicht irgendwie da einen Kiox 300 dran machen. Ist bei dem Rad jetzt noch nicht vorgesehen. Aber... Ja, Motoren, hat sich was getan? Nö, also du hast natürlich den Bosch, also hier den Motor halt auch, wie ich, ne? Genau, also Aber Performance CX. Aber halt in der neuen Version, ne? In der Smart-Version. Es sind gleiche Hardware beide. Ich habe ja den normalen CX halt Generation 4 auch mit der gleichen Hardware, nur ohne die Smart-Version mit den Anschlüssen. Ist für den, sage ich mal, für den Fahrer jetzt nicht so gravierend der Unterschied, aber für uns in der Werkstatt ist das von den Anschlüssen her ein bisschen anders bei Displays und Co. Farbe haben wir ja gesagt, ich habe ein Crystal White, von der Optik waren wir ja beim Rahmen, dass es hier ein bisschen abgespaceder oder anders aussieht. Es ist oft so, entweder lieben es die Leute oder hassen es. Bei dem Rad ist es eher, da polarisiert es nicht so, ne, das Falter. Sieht eher so aus. Wir hatten mal letztes Jahr das Malaguti Colina, das hatte das gleiche Frameset gehabt, nur dass es jetzt hier von den Komponenten ein Ticken ein Upgrade ist. Bosch E-Bike System 3 und ein bisschen krassere Anbauteile wie Bremsen und Co. Ne? Genau, das Colina war ganz klassisch grau. Hier sind wir, also grau, Metallic, Silber, Metallic. Nennen sie es, aber es ist wie so ein Sandfarben, helleres Sand. Hier haben wir jetzt Warm Grey, ist eine matte Farbe. Sieht, ja, Sand vielleicht, also ist nicht ganz weiß. Ich weiß nicht, ob es im Video rüberkommt, aber schimmert halt so ein bisschen ganz leicht gelblich, gelb-grau. Ja, bei mir ist es halt komplett reines Weiß, Crystal White, wie man sieht. Man kann es natürlich dieses typische, ikonische, was es schon seit Jahren gibt, hier diese Strebe hier hoch, wo dieser freischwebende, schwingende Gepäckträger halt ist. Ne? Das gab es ja auch schon bei Riese Müller ohne Motor. Ne? Bei dem, wie hieß es, Blue Label-mäßigen Culture oder ne? Genau. Ja. Gut, gehen wir mal weiter die Komponenten durch. Ne? Ja, ich denke, was halt gleich ins Auge fällt bei uns beiden, sind die Bremsanlagen. Bei mir sind es Clarks M4, Vierkolbenbremse vorne wie hinten. Was haben wir bei dir verbaut? Ja, bei mir typisch halt oft wie Riese Müller das verbaut Magura. Ne? Das müssten die MT5 sein. Ne? Das ist schon mal ganz ordentlich. Ne? Genau, also vorne MT5, hinten hast du, glaube ich, nur 2 Kolben, also quasi normale MT, aber beides super stark. Ja, 4-Kolbenbremse, also die knallen schon ganz schön rein. Und das sind ja Mountainbike-Bremsen mit großen Bremsscheiben. Also damit kann man auch schon als schwerer Fahrer oder Fahrerin gut verzögern. Bleiben wir mal vielleicht gerade bei dir im vorderen Bereich. Die Gabel, die fällt schon ins Auge, ne? Ja, also du hast ja eine Santo Mobi 25, ne? Das sehen wir ja öfters mal, ne? Aber klar, wenn wir mal bei mir sind, da habe ich halt nicht 25 mm Standrohr, sondern schöne 34er von der Bomber Z2, ne? Von Manzocchi, die ja jetzt mittlerweile aus dem Hause Fox kommt. Und das ist schon eine sehr hochwertige Luftfedergabel. Ne? Verwindungssteif und die schluckt auch einiges weg. Das heißt, das Fahrwerk hier ist schon Premium. Genau, Dämpfer haben wir ja beide Santur, brauchen wir gar nicht näher drauf einzugehen, zumal auch gut verbaut ist. Man sieht nicht viel, ne? Also man kann es irgendwie nur erahnen, weil es halt wirklich gut versteckt ist. Aber es sind beide die fast identischen Dämpfer und die tun ihren Job. Ne? Genau, gehen wir vielleicht mal gleich zur Schaltung über. Da sind wir bei mir relativ klassisch unterwegs, insofern, dass es eben eine Kettenschaltung ist, wie wir sie ja alle noch von unseren Rädern kennen. Hier eine 10-Gang Link-Glide-Kassette, Deore Standard, also schon höherwertig. Link-Glide, ja der neue Standard von Shimano im Trekkingbereich, schaltet ein bisschen sanfter, nicht so ruckartig wie die HG-Kassetten. Ja. Wir haben jetzt extra mal was anderes, damit man auch die Unterschiede sieht, weil ich kann ja das Rad auch mit einer Kettenschaltung holen. 11-Gang-Kette XT-Schaltung, ne, von Shimano, aber dann kann ich ja eigentlich auch das Falder-Modell halt holen. Ne? Hier ist halt interessant, wir haben eine Inviolo, hat vielleicht nicht so die Übersetzungsbandbreite wie die absolute Spreizung bei den Gängen, wie jetzt beim Rad, was der Tobi hat, mit was hast du, 470 wahrscheinlich, 480%, ne? 11 genau. Mal, was sind es? 50 oder 53, ich weiß nicht genau, so in dem Dreh. Hier haben wir nur 380%, reicht aber für die meisten Fälle aus. Das ist schon eine Trekking-Narbe, die eine hohe Spreizung hat. Wir haben ja auch teilweise Narbenschaltung mit 200 oder 250% nur. Da sind wir schon ganz gut dabei. Interessant wird es hier erst so richtig mit dem Riemen. Und hier haben wir einen Gates Carbon Riemen drin, der halt
Fahrstrecken von locker mal 25.000, 30.000 mitmachen kann, ohne dass man einen Wechsel hat oder dass man was schmieren oder reinigen muss. Das ist schon echt eine entspannte, feine Sache im Vergleich zu so einer herkömmlichen Kettenschaltung. Ne? Oder Ja, nennen Sie ruhig herkömmlich, aber Hand aufs Herz, wenn der Akku aus ist, wenn wir wirklich die letzten 10% verbraucht haben, mit welchem Rad würdest du noch fahren wollen? Ja klar, lieber mit einer Kettenschaltung, da habe ich kaum einen Widerstand. Hier fahre ich halt das Getriebe so ein bisschen mit, aber mal ganz ehrlich, Passiert eigentlich nicht. Ne? ein bisschen, also ich habe einen 500er Akku, mir passiert es einmal alle 3 Jahre, dass mir der Akku die Neige macht und dann muss man halt durchkämpfen. Da haut man halt seinen letzten Riegel noch rein und dann guckt man halt, dass man im Notfall, ja, Pech gehabt, muss man schieben. Nee, aber im Endeffekt, klar, es ist hier ein bisschen geschmeidiger ohne Akku, aber wer fährt schon sein E-Bike ohne Akku, ne? Ja, kommt eigentlich nur im Notfall vor, weil wir mal ehrlich sind, 625 Wattstunden haben wir beide verbaut. Die muss er erstmal leer kriegen. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Hier habe ich dieses Setup, das war's. Ich kann aber noch hingehen und kann mir 2 625er Akkus reinpacken. Das heißt, ich habe dann wirklich geballte 1250 Watt, hatten wir auch schon hier im Laden stehen gehabt. Kundin ist da mit einer Heidelberg von Kaiserslautern ausgefahren. Da sind einfach mal 150 Kilometer oder 200 Kilometer einfach mal easy drin, weil hast dann links und rechts die Akkus dann, die du rausploppen lassen kannst. Und das gibt es halt auch nur beim Hommage. Also die Kombination, ein Tiefeinstieg-Fully mit Riemen und Doppelakku gibt es nur bei Riese Müller. Also ich wüsste kein Modell, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob es irgendeinen Hersteller auf der Welt gibt momentan, der diese Kombination anbietet. Würde uns am Moment interessieren. Ich glaube es nämlich, es gibt keinen. Genau, und da sind wir dann natürlich auch im höheren Preissegment und da wird dann auch schon gern die Rohloff genommen. Ne? Also 2 Akkus und ein Violo hat man, glaube ich, noch nicht. Eigentlich fast immer Rohloff, da sind wir bei 10.000, 11.000 Euro, dann wird auch nichts mehr gespart. Da wird RX-Chip draufgehauen und was auch immer, in Neon-Display. Dann sprengt man halt ganz schnell die 7.000, 8.000 Euro. Allein schon wegen der Schaltung, dem Display und allem. Jo, da sind wir hier ein bisschen ökonomischer unterwegs, aber wie schon gesagt, das ist fix. Hier könnt ihr euch austoben im Konfigurator, Ja. gibt es viele Möglichkeiten. Dropper-Post haben sie ja beide, ne? Du hast ein bisschen mehr Hub wie ich, aber Genau, also ich bin glaube ich bei so in etwa 125, wenn ich das richtig sehe. ich habe 70, 80 so rum. Reicht halt zum leichten Ein- und Absteigen, aber ja, das ist es, dafür ist es ja eigentlich gedacht, ne? Genau. Ich habe noch die Möglichkeit, oder welchen Komponenten willst du noch dran gehen? Naja, was mir gleich bei dir ins Auge fällt, immer wenn du mal so am Hebel spielst, ist die Rücklampe bei dir. Die hat nämlich eine Besonderheit. Ne? Machen wir Beleuchtung, weil jetzt, wenn wir den Lenker halt haben, kann ich halt gekröpft halt holen und du hast dann einfach deinen geraden Lenker. Können wir natürlich in der Werkstatt ganz auch einfach umbauen, aber ich kann das hier direkt einstellen. Ne? Ja, also gerade würde ich nicht sagen, ist auch ein bisschen gekröpft, aber nicht ganz so bequem wie bei dir. Ja. Ich kann es halt heftig machen mit dem Komfort-Kit, dass ich halt hier einen sehr starken Backsweep habe. Ne? Habe natürlich jetzt nur einen starren Lenker, weil ich halt das Komfort-Kit halt habe, wo halt der Backsweep sehr stark ist, die Kröpfung. Wenn ich die normale Version holen würde, hätte ich wie beim Tobi auch einen verstellbaren Vorbau. Da würde ich jetzt nicht dir einen Punkt geben, weil das so ein bisschen sich ausgleicht. Dieser gekröpfte Lenker gleicht so ein bisschen das aus, dass man den Vorbau verstellen kann. Weil das Vorbau verstellen, dass der Lenker zum Fahrer kommt oder zur Fahrerin, das ist quasi der ähnliche Effekt. Ne? Lässt sich aber natürlich auch beides tauschen, ist mal unabhängig von der Vorkonfiguration. Ja. Gut. Lampe, da warst du jetzt gerade bei dem Thema dran. Du hast ja die Light Move, ne? Genau, vorne Light Move 110 Lux. Bei mir ist es, ja, die ist schon super hell, ne? Heller wie eine übliche Lampe. Aber ich habe natürlich nochmal den King hier mit den M99 Mini von der Supernova. Die hat irgendwas mit laut Hersteller 450 Lux. Also die knallt schon richtig rein. Vor allen Dingen ist das halt mit Fernlicht. Also ich denke, mit dem Fernlicht hat sie die 450. Genau. Das ist schon heftig. Da kann man gut was ausleuchten, auch im Trail. Jo. Genau, Rücklampe müssen wir auch drauf eingehen, wollte ich ja vorhin schon anschneiden. Ja. Bei mir ganz klassisch einfach 4 Leuchtdioden, rot, sieht man, ist hell genug, passt. Das ist Zweck. Und bei dir? Ja, bei mir muss natürlich komplett wieder voll aufs Ganze gegangen werden. Supernova halt, Rücklicht, ne? Auch M99 heißt sie. Aber 5 helle LEDs und wenn ich dann noch in die Eisen reingehe, zack, in Echtzeit ein direktes Bremslicht. Also das ist schon cool, ne? Habe halt ein vollwertiges Bremslicht, dass mein Hintermann auch direkt weiß oder Hinterfrau, zack, pass mal auf, du musst jetzt bremsen, wenn ich jetzt hier abrupt bremsen muss.
Genau, da sind wir, glaube ich, die Komponenten im Groben mal durchgegangen. Klar, wir können jetzt noch drüber sprechen, dass wir beide verschiedene Aufnahmen haben, für noch ein bisschen Zubehör anzubringen. Flaschenhalter, ja. Dass wir unterschiedliche Pedale haben und dergleichen, aber ich glaube, da gehen wir dann vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail. Das machen wir lieber im gesonderten Video. So im Allgemeinen, ja, wie fassen wir die Räder zusammen? Also ich glaube, bei mir ist relativ klar, Trekking-Fully SUV für alle Verwendungszwecke, auch im Gelände, mit der Bereifung, die ich jetzt hier drauf habe. Schotter, Gelände, kein Problem. Ist ein Allrounder. Kann ich bei mir aber auch einmal die stolligeren Reifen. Reifenbreite sind ähnlich. Ich habe 62, du hast, glaube ich, 60 mm, also es ist 2,35er in Zoll auf 27,5 Reifen. Laufräder, ich habe auch 2,4er. Ja, die Räder, das hier ist ein Preis-Leistungsknaller einfach und das hier ist halt so ein bisschen das für die gehobenen Ansprüche, für, wenn man ein bisschen mehr will. Die Leute, die halt einfach sagen, ich will durch die City fahren, will nicht das Kopfsteinpflaster spüren, ich will aber auch mal im Wald fahren. Die holen sich dann eher die GX-Bereifung mit den Stollen, Johnny Watts, und dann sagen, ich will gar keine Kompromisse sein, ich will für alles gewappnet sein, ist das halt hier das perfekte Rad. Aber bei dem macht man natürlich auch keine verkehrte Entscheidung. Ne? Was halt cool bei dir ist noch, was mir noch eben aufgefallen ist, wie ich das gesehen habe, du hast halt einen richtig breiter Sattel mit einem Haltegriff. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschlagen. Ne? Genau, also die E-Bikes, machen wir uns nichts vor, die sind schwer, die haben ihr Gewicht. 27 Kilo haben wir schnell zusammen und jede Erleichterung, das ganze Ding zu handeln, ist natürlich super. Stimmt schon, gerade ein super bequemer Sattel ist es sowieso und da hat er noch einen bequemen Griff, ist schon eine feine Sache. Ja. Und dann jetzt ist es einfach nur an euch, das Ganze zu bewerten. Brauche ich mehr wie das hier, was ja schon sehr viel abdeckt, ein hoher Komfort, ein hoher Luxusgrad habe ich dann schon an das Fahrradfahren an sich? Oder will ich halt noch eins draufsetzen und sagen, ich mag diese Annehmlichkeiten, dass ich hier noch ein Schloss direkt mit dabei habe, was hier schön indikiert ist hinten drin. Dann halt hier diese Laschen, wo ich hier noch mal ein bisschen so Riese Müller-mäßig verändern kann von die Größe. Ne? Das ist ja so, dass ich hier die Länge ändern kann, dass ich vom Gepäckträger hier immer ein bisschen mehr machen kann. Dann das Bremslicht, die starke Lampe. Das sind alles so Sachen, wenn man die gerne hätte, kommt das natürlich hier in dem Rad schon mit konfigurierbar. Ne? Zweiter Punkt ist dann halt noch das Mehr an Komfort, was bei dem Rad halt ist, die Sache mit dem Riemen. Ich kann hier keinen Riemen nachrüsten, das ist nicht möglich. Da bleibt mir nur das Hommage, sage ich mal. Ne? Oder wenn ich die Rohloff haben will. Und das sind so meiner Meinung nach die stärksten Fakten. Ne? Weil ob ich jetzt von der Bremsleistung was merke, ich glaube, da ist der Nutzen ziemlich ähnlich bei Display und allem. Ne? Genau, gebt uns gerne mal ein Feedback, wie ihr das seht. Preis-Leistung oder High-End. Was braucht es eher, was braucht ihr eher? Letzten Endes seid ihr ja unsere Kunden und müsst uns auch so ein bisschen sagen, was wir euch anbieten sollen. Ich denke, wir haben hier beide ein ziemlich cooles Komplettpaket mal mitgebracht. Gebt uns gerne mal ein Feedback in die Kommentare und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, euch noch gute Zeit, macht's gut, ciao.